Hallo Freunde der Zeitmaschine, heute ist Tag 13 und ich kann heute nicht weitermachen mit den Fluxbands, weil mir noch Teile fehlen. Und zwar kommt hier in diesen durchsichtigen Schlauch kommt so eine Leuchtschnur rein, die ist noch unterwegs. Und dann muss ich noch erstmal ausmessen diese Lochblechstreifen, die hier zwischenkommen. Und ich brauche noch so ein paar Alubleche, die auch dazwischen kommen als Halterung. Ja, also muss das erstmal warten. Genau, ich habe zwar schon ein Lochblech da, das heißt, ich könnte schon mal vorbereiten, so ein paar Bögen könnte ich daraus ausschneiden. Muss mal sehen, wie ich das schaffe. Und leider ist die Motorabdeckung, die wollte ich eigentlich heute abholen. Ist noch nicht geschweißt gewesen, leider. Ich meine, das ist jetzt auch beim privaten Mann. Von daher kann ich jetzt nicht drauf pochen. Aber gut. Ja, ich hoffe mal, dass ich die morgen dann endlich abholen kann. Und damit es hinten auf dem Rear Deck mal weitergeht. Genau. Das heißt, heute bin ich daher etwas unmotiviert. Denn es ist schon so recht spät und ich habe das Teil eben nicht abholen können. Und ja, dann weiß ich noch nicht genau, was ich heute mache. Ich habe noch einiges zu tun, natürlich überall. Also ich könnte jetzt, was ich wahrscheinlich heute mache, ist unter den Türen dieses Rohr anfertigen mit diesem Gitter drumherum. Dann die Bänder oder eher gesagt die Schläuche und Kabel vorbereiten, die nach hinten führen, von vorne. Ja, denke mal, dass das wohl heute der Plan ist. Schauen wir mal, ne? Bis dann. Zuerst habe ich die geraden Stücke der Fluxbands ausgemessen, um später dann die Lochbleche schneiden zu können. Dann die Länge der Röhren unter den Türen bestimmt und das 40 mm Abwasserrohr zersägt. Anschließend die Regenrinnen-Schutzgitter aus Alu um die Röhren gewickelt und mit Kabelbindern befestigt. Das zweite Rohr habe ich im Video übersprungen. Das innere Rohr werde ich noch mit hellem Grau besprühen. Leider fehlten mir die Bilder zur korrekten Montage der Halteschellen. Dann habe ich mich an das Ausmessen und Biegen der hinteren Canon-Schläuche gemacht. Die sind bei mir ein dickes Erdkabel und sehr schwer zu biegen. Zwischendrin die Fluxbandkabel oben angeschlossen und die Länge abgemessen. Erstmal 3 Stücke Kabel abgesägt und dann eins angepasst. Ich musste dann nochmal das T-Panel abschrauben, damit ich hinten etwas Schaumstoff unterlegen konnte. So sitzen die Boxen gerader. Weiter ging es mit den schweren Kabeln. Das eine Ende war zu dick für den Canon und ich musste wieder das Kabelinnere rausschneiden.
Es folgten dann die Längenabmessungen der farbigen Fluxbandkabel. Zum Schluss noch die Abmessung der kleinen farbigen Kabel beim Janitrol und rechts bei der großen Zero-Box. Der Tag neigt sich dem Ende und ich zeige euch mal, was ich geschafft habe. So, erstmal etliche Kabel für die Seiten gemacht hier. Dann diese Kabeldurchführung unter den Türen mit Gitter umwickelt. Hinten die Schläuche, oder eher gesagt hier die Kabel für die Canon-Konnektor richtig gebogen. Hier oben die Fluxbandkabel angeschlossen und ausgemessen die Länge. Und dann noch die kleinen Kabelchen hier abgeschnipselt, die hier vom Terminalblock zum Janitrol-Tank laufen und da drüben vom Heatsink runter zu dem anderen Terminalblock. Muss ich dann noch Kabel und hier Kabelschuhe raufstecken und so weiter. Das kommt beim nächsten Mal. Und ein bisschen T-Panel habe ich nochmal wieder bearbeitet oben, damit das ein bisschen gerader sitzt. Ja, naja. Zwar nicht so viel geschafft heute, aber ich war auch erst spät hier. Dann gucken wir mal, wie es die nächsten Tage weitergeht. Bis dann. Ciao, ciao. Zum Schluss noch die Bilder des Tages. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.